Lektion 1: Urlaubsplanung. Hallo Anna, ich wollte deine Meinung zur Planung unserer bevorstehenden Reise erfahren. Tora zu Louvre. Ich freue mich so sehr, dass wir wegkommen. Was hatten Sie im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten die Dinge ziemlich zurückhaltend und entspannt angehen lassen. Das klingt perfekt. Ich möchte nur sicherstellen, dass wir beide eine wirklich schöne und angenehme Zeit haben. Definitiv. Ich möchte uns nicht überbuchen oder den Zeitplan zu entpacken. Guter Anruf. Es sollte eine Gelegenheit für uns sein, abzuschalten und neue Energie zu tanken und nicht, dass wir gehetzt werden. Genau. Vielleicht könnten wir eine Mischung aus einigen geplanten Aktivitäten machen und auch einfach Raum für Spontanität lassen. Ich liebe diese Idee. Mit einer ausgewogenen Reiseroute stellen wir sicher, dass wir die Höhepunkte erreichen, ohne uns überfordert zu fühlen. Absolut. Und ich möchte sicherstellen, dass wir genügend Zeit haben, die lokale Kultur und Atmosphäre zu genießen. Das ist ein toller Punkt. Das Eintauchen in das Reiseziel ist der halbe Spaß am Reisen. Kann dem nur zustimmen. Ich möchte, dass wir den Ort wirklich erleben und nicht nur die Oberfläche überfliegen. Fantastisch. Ich vertraue Ihrem Urteil über die Planung der Details. Ich möchte nur sicherstellen, dass es eine wirklich entspannende Reise wird. Du hast es verstanden. Mein Hauptziel ist es, dass wir erfrischt und verjüngt zurückkommen. Perfekt. Ich bin mir sicher, dass alles, was Sie zusammenstellen, wunderbar sein wird. Ich kann es kaum erwarten. Super, ich freue mich, dass du dabei bist. Das wird ein fantastischer Kurzurlaub, das weiß ich einfach. Daran habe ich keinen Zweifel. Mit Ihrer Planung und unserer Teamarbeit wird es eine unvergessliche Reise. Definitiv. Ich freue mich auch, dass Sie mir Ihren Beitrag zukommen lassen. Es wird großartig. Petüruf. Mit jedem Gespräch freue ich mich immer mehr darauf. Ebenfalls. Okay, lasst uns mit der Urlaubsplanung beginnen. Lektion 2: Der richtige Zeitpunkt zum Gießen. Hallo Anna, ich habe mich gefragt, gibt es die beste Tageszeit, um meine Pflanzen zu gießen? Ach, das ist eine tolle Frage. Soweit ich weiß, ist es im Allgemeinen am besten, Pflanzen früh am Morgen zu gießen. Früh am Morgen, oder? Was ist der Grund dafür? Durch das Gießen am Morgen können die Pflanzen die Feuchtigkeit aufnehmen, bevor die Hitze des Tages zu viel Verdunstung verursacht. Ich verstehe, das macht Sinn. Und gibt es eine bestimmte Zeit, die ideal ist, oder einfach jeden Morgen? Idealerweise gießen Sie sie so früh wie möglich. Normalerweise wird etwa 6 oder 7 Uhr morgens empfohlen. Gut zu wissen. Ich habe versucht, mich daran zu erinnern, abends zu gießen, aber ich kann mir vorstellen, dass das möglicherweise nicht so effektiv ist. Tja, es ist wahrscheinlicher, dass das Wasser über Nacht auf den Blättern und der Erde verbleibt, was zu Pilzproblemen führen kann. Ah, das war mir nicht klar. Danke für den Tipp. Ich werde auf jeden Fall damit beginnen, meinen Bewässerungsplan anzupassen. Philosoph. Der frühe Morgen ist der optimale Zeitpunkt. Die Pflanzen können die Feuchtigkeit den ganzen Tag über optimal nutzen. Wunderbar, ich weiß es zu schätzen, dass du diesen Rat weitergibst. Es wird einen großen Unterschied für die Gesundheit meiner Pflanzen machen. Es freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Fragen zum Thema Garten haben. Wird tun.
Nochmals vielen Dank, Anna. Das waren wirklich nützliche Informationen. Lektion 3: Geister vergangener Weihnachten. Hi Anna, hast du neulich Abend das Weihnachtsspecial im Fernsehen gesehen? Auf welches beziehen Sie sich? Es gab ein paar festliche Programme. Derjenige, der eine Neuinterpretation von A Christmas Carol gemacht hat. Sie wissen schon, mit den 3 Geistern und allem. Oh ja, das habe ich gesehen. Was halten Sie von Ihrer Interpretation der klassischen Dickens-Geschichte? Es war wirklich interessant. Mir hat gefallen, wie sie moderne Elemente integriert haben und dennoch dem Original treu geblieben sind. Definitiv. The Spirit of Christmas passt war eine schöne Anspielung auf die traditionelle Version. Absolut. Und der Geist des kommenden Weihnachten war so bedrohlich und regte zum Nachdenken an. Ich stimme zu. Die Zukunftsvision, die Sie Scrooge zeigten, war ziemlich ernüchternd. Es hat die Botschaft wirklich deutlich gemacht. Sicher. Hatten Sie eine Lieblingsstimmung oder einen Lieblingsmoment in der gesamten Produktion? Hi Mem, ich glaube, der Spirit of Christmas präsent war mein Favorit. Die Art und Weise, wie sie die Freude und Gemeinschaft der Feiertage hervorhoben, war so herzerwärmend. Ach ja, die Weihnachtsfeierszene mit all den Spielen und dem Gelächter war wirklich gut gemacht. Ja, es hat die Essenz dessen eingefangen, worum es bei Weihnachten geht: Zusammenkommen, Tradition und die Verbreitung von Fröhlichkeit. Freilich. Ich dachte, das wäre ein toller Kontrast zu der Einsamkeit und Bitterkeit, die Dagobert erlebte. Definitiv. Es hat wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, den Geist der Saison anzunehmen, unabhängig von den Umständen. Kann dem nur zustimmen. Es war eine schöne Neuinterpretation eines Weihnachtsklassikers. Puh. Ich freue mich, dass es uns beiden Spaß gemacht hat, dieses festliche Programm zu verfolgen. Ich auch. Es ist der perfekte Weg, um in Urlaubsstimmung zu kommen. Lektion 4: Überall Verwirrung. Hi Anna, erinnerst du dich an die Weihnachtsfeier, auf der wir neulich Abend waren? Was hast du davon gehalten? Hi Mem. Ehrlich gesagt war ich von der ganzen Sache etwas verwirrt. Hattest du nicht dasselbe Gefühl? Ja, das habe ich tatsächlich. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der etwas ratlos war. Pfiff. Es schien, als wären die Organisatoren ebenso unsicher darüber, was vor sich ging. Genau, die Spiele und Aktivitäten schienen nicht wirklich zusammenhängend zusammenzupassen. Puh. Und die Dekorationen waren überall verteilt. Nicht sehr gut koordiniert. Kein Scherz. Ist Ihnen aufgefallen, dass das Personal genauso verloren wirkte wie die Gäste? Tja, sie fragten sich ständig, was sie tun sollten. Es war eine Arthouse. Sicher. Schade, denn die Feiertagsstimmung war da, aber die Umsetzung scheiterte. Verl- Ich freute mich wirklich auf eine lustige, festliche Zeit, aber am Ende fühlte es sich einfach etwas chaotisch an. Ebenfalls. Hoffentlich lernen Sie aus dieser Erfahrung und stellen nächstes Jahr eine ausgefeiltere Veranstaltung zusammen. Daumen drücken. Es hatte so viel Potenzial, aber schlechte Planung hat die Stimmung wirklich getrübt.
Definitiv. Na ja, zumindest hatten wir einander, mit denen wir Mitleid haben konnten. Ja, absolut. Ich bin froh, dass wir es trotz der Verwirrung gemeinsam durchgehalten haben. Ich auch. Wir hoffen, dass die nächste Weihnachtsfeier, an der wir teilnehmen, viel besser organisiert ist. Lektion 5: Tipps zur Remote-Arbeit. Hallo Anna, ich wollte mich bei dir erkundigen, wie die Einrichtung der Remote-Arbeit gelaufen ist. Oh, eigentlich läuft es wirklich gut. Ich habe das Gefühl, dass ich damit einen guten Rhythmus gefunden habe. Das ist toll zu hören. Ich weiß, dass der Übergang zunächst etwas schwierig sein kann. Du hast recht, es waren einige Anpassungen erforderlich. Aber ich habe ein paar Strategien gefunden, die einen großen Unterschied gemacht haben. Wie zum Beispiel, ich wäre gespannt, was bei Ihnen gut funktioniert hat. Nun, zum einen stelle ich sicher, dass ich mich regelmäßig bei meinem Team und meinem Manager bespreche. A, das ist ein kluger Schachzug. Die Aufrechterhaltung dieser Kommunikation ist so wichtig. Definitiv. Und ich habe auch gelernt, Technologie zu nutzen, um in Verbindung zu bleiben und zusammenzuarbeiten. Guter Punkt. Tools wie Videokonferenzen und Projektmanagement-Apps sind von entscheidender Bedeutung. Phew. Sie helfen, die Lücke zu schließen, wenn wir nicht im selben physischen Raum sein können. Exzellent. Und wie sieht es mit der Verwaltung Ihrer eigenen Zeit und Produktivität aus? Oh, das ist noch ein großes Problem. Ich habe es als hilfreich empfunden, einen klaren Tagesablauf und einen bestimmten Arbeitsplatz zu haben. Macht Sinn. Die Etablierung dieser Struktur und Trennung kann wirklich von Vorteil sein. Ja, es hilft mir, konzentriert zu bleiben und die Ablenkungen zu vermeiden, die die Arbeit von zu Hause aus mit sich bringen kann. Ich kann es mir vorstellen. Und ich bin mir sicher, dass auch eine klare Kommunikation mit Ihrem Team von entscheidender Bedeutung ist. Da auf jeden Fall. Wir achten auf offene Dialoge und setzen realistische Erwartungen. Das ist ein toller Rat. Es hört sich so an, als hätten Sie wirklich einen effektiven Ansatz für die Fernarbeit gefunden. Ich habe auf dem Weg auf jeden Fall viel gelernt. Aber es hat sich gelohnt, herauszufinden, was für mich am besten funktioniert. Das ist großartig. Ich freue mich, dass Ihnen die remote Einrichtung so gut gelungen ist. Jeff, es war eine kleine Umstellung, aber ich fühle mich wirklich produktiv und zufrieden damit. Exzellent. Ich freue mich, dass Sie diese Tipps weitergeben. Sie werden mir auch bei der Remote-Arbeit sehr hilfreich sein. Lektion 6: Lebensmitteltransport. Hi Anna, hast du es heute geschafft, alles auf deiner Einkaufsliste zu haben? Weißt du, das habe ich. Ich bin wirklich sehr stolz auf mich. Ich kam mit allem nach Hause, was ich brauchte. Das ist toll zu hören. Was hast du am Ende alles mitgenommen? Nun, ich habe mich mit frischem Obst und Gemüse eingedeckt. Dinge wie Äpfel, Brokkoli, Spinat und Paprika. Wunderbar, das klingt nach großartigen, gesunden Grundnahrungsmitteln. Irgendetwas anderes? Ja, ich habe mir auch etwas Vollkornbrot, Eier und ein paar andere wichtige Dinge aus der Speisekammer besorgt. Großartig, das ist ein wirklich runder Einkaufsbummel. Ich bin mir sicher, dass Sie damit alle möglichen köstlichen Mahlzeiten zubereiten können. Das ist der Plan. Ich freue mich darauf,
diese Woche in der Küche kreativ zu werden. Ich wette, ein Kühlschrank und eine Speisekammer voller guter Zutaten eröffnen wirklich neue Möglichkeiten. Definitiv. Und ich habe versucht, mich so weit wie möglich an meine Liste zu halten, um Impulskäufe zu vermeiden. Gute Arbeit. Es ist so leicht, sich im Supermarkt ablenken zu lassen. Oh, du sagst es mir. Aber dieses Mal widerstand ich der Versuchung. Stolz auf meine Selbstbeherrschung. So wie du sein solltest. Das ist eine echte Leistung. Gut gemacht, Anna. Dankeschön. Es ist ein gutes Gefühl, eine gut ausgestattete Küche zu haben, die für leckere, gesunde Mahlzeiten bereit ist. Ich bin mir sicher, dass das so ist. Genießen Sie all Ihre frischen Produkte und gesunden Zutaten. Lektion 7: Williamsburg dekorieren. Hallo Anna, wussten Sie etwas über die Geschichte hinter der Weihnachtsdekoration in Williamsburg? Nein, ich glaube nicht, dass ich damit vertraut bin. Was ist die Geschichte dort? Nun, im 20. Jahrhundert hatte ein Pfarrer namens Dr. Godwin, der Priester der Williamsburg Kirche war, die Idee, die Weihnachtstraditionen aus der Kolonialzeit wiederzubeleben. Ah, ich verstehe. Deshalb wollte er die historischen Dekorationen und Bräuche aus dieser Zeit zurückbringen. Genau. Es lag ihm am Herzen, die authentische Atmosphäre eines kolonialen Weihnachtsfestes zu bewahren. Das ist wirklich faszinierend. Auf welche Arten von Dekoration und Traditionen konzentrierte er sich? Soweit ich weiß, förderte er die Verwendung natürlicher Materialien aus der Region wie immergrüne Pflanzen, Beeren und Trockenfrüchte. Oh, das muss so einen schönen, rustikalen Look geschaffen haben. Sehr passend zur Kolonialzeit. Absolut. Und er belebte auch altmodische Weihnachtslieder und Kerzenlichtgottesdienste wieder. Wische, es muss sich wie eine Zeitreise in die Vergangenheit angefühlt haben, um die Feiertage zu feiern. Definitiv. Der Godwin hat wirklich dazu beigetragen, dass Williamsburg zu einem Zentrum für die Bewahrung kolonialer Weihnachtstraditionen wurde. Das ist ein wunderbares Erbe. Es ist großartig, dass Sie diese Bräuche über die Jahrzehnte hinweg beibehalten konnten. Sicher. Es ist eine einzigartige und bezaubernde Art, die Feiertage zu erleben. Ich würde Williamsburg gerne zur Weihnachtszeit besuchen und eines Tages alles in mich aufnehmen. Ich auch. Es klingt nach der perfekten Möglichkeit, in die wahre Weihnachtsstimmung einzutauchen. Lektion 8: Eine vielversprechende Partnerschaft. Hallo Anna, ich wollte eine Idee von dir umsetzen. Glauben Sie, dass unsere Unternehmen von einer Zusammenarbeit profitieren könnten? Hi Mem, das ist ein interessanter Vorschlag. Was hatten Sie im Sinn? Nun, ich habe gedacht, dass unsere Produkte und Dienstleistungen einander wirklich gut ergänzen könnten. Okay, ich bin neugierig. Wie könnten wir Ihrer Meinung nach zusammenarbeiten? Ich stellte mir eine Art strategische Partnerschaft oder ein Joint Venture vor. Wir könnten unsere Reichweite erweitern und neue Märkte erschließen. Das klingt vielversprechend. Welche spezifischen Bereiche könnten wir Ihrer Meinung nach erkunden? Vielleicht könnten wir die gemeinsame Entwicklung einiger neuer Produkte oder Dienstleistungen in Betracht ziehen. Kombinieren Sie unser Fachwissen und unsere Ressourcen. Ich verstehe, wohin Sie damit wollen. Es könnte uns ermöglichen, innovativer und wettbewerbsfähiger zu sein.
Genau. Und wir könnten auch Cross-Promotion und die gemeinsame Nutzung des Kundenstamms des anderen ausprobieren. Das ist eine wirklich kluge Idee. Ich denke, dass unsere Unternehmen viele Synergien haben, die wir nutzen könnten. Absolut. Ich habe das Gefühl, dass es für uns beide eine Win-Win-Situation sein könnte. Ich stimme zu. Dies ist auf jeden Fall eine weitere Erkundung wert. Wir sollten ein Treffen vereinbaren, um die Möglichkeiten zu besprechen. Hört sich gut an. Ich bin wirklich begeistert von dem Potenzial hier. Ich denke, diese Partnerschaft könnte transformativ sein. Doch, ich freue mich, dass Sie das angesprochen haben. Es ist eine Chance, die wir uns nicht entgehen lassen sollten. Definitiv. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Anna. Lektion 9: Ein Neuanfang. Hi Anna, wie geht's? Du scheinst etwas niedergeschlagen zu sein. Weißt du, ich fühle mich in letzter Zeit einfach ein wenig überfordert. Aber ich denke, ich bin bereit für einen Neuanfang. Es tut mir leid, das zu hören. Was hat dich belastet? Nur das Übliche: Arbeitsstress, persönliche Probleme, so etwas. Aber ich bin entschlossen, das Ruder herumzureißen. Ich verstehe. Nun, Sie wissen ja, was man sagt. Wenn das Leben Ihnen Zitronen gibt, machen Sie Limonade, oder? Der, es ist Zeit für mich, die Kontrolle zu übernehmen und mich auf das Positive zu konzentrieren. Das ist eine tolle Einstellung. Haben Sie konkrete Pläne, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen? Das tue ich tatsächlich. Ich werde versuchen, meinen Wohnraum aufzuräumen und zu organisieren. Es scheint ein guter Anfang zu sein. Ah, der alte Ansatz sauberes Haus, sauberer Geist. Mir gefällt es. Definitiv. Ich denke, das Aufräumen des physischen Schaus wird dir auch dabei helfen, meinen mentalen Raum freizumachen. Absolut. Und Sie wissen, was Sie sagen, ein Neuanfang beginnt oft mit einer sauberen Weste. Kann dem nur zustimmen. Ich freue mich wirklich auf dieses neue Kapitel, John. Ich kann es sagen. Es ist, als würde man den Reset-Knopf drücken, nicht wahr? Ja, ich fühle mich voller Energie, wenn ich nur daran denke. Es wird großartig. Ich bin froh, das zu hören. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie diesen Neuanfang zunichte machen werden. Hol sie dir, Anna. Lektion 10: Friedliche Vorsätze. Anna, ich mache mir derzeit große Sorgen über den Zustand der Welt. All die Konflikte und die Gewalt, die es gibt. Ich weiß, es ist so entmutigend. Es fühlt sich so an, als gäbe es so viel Spaltung und Unruhe, nicht wahr? Absolut. Ich verstehe einfach nicht, warum wir scheinbar keine friedlichen Lösungen für diese Probleme finden können. Sie haben recht. Wenn wir den Menschen keinen konstruktiven Weg zur Bekämpfung von Ungerechtigkeiten bieten können, wird sich der Teufelskreis der Gewalt fortsetzen. Genau. Wir müssen uns auf die Förderung von Dialog, Verständnis und gewaltfreien Ansätzen konzentrieren. Definitiv. Der Rückgriff auf Gewalt und Aggression führt auf lange Sicht nur zu mehr Hass und Instabilität. Genau. Wenn wir eine gerechtere und harmonischere Welt schaffen wollen, müssen wir bereit sein, zuzuhören und Kompromisse einzugehen. Du, Diplomatie
Mediation und Empathie sind der Schlüssel zur Lösung selbst der tiefsten Konflikte. Kann dem nur zustimmen. Wir müssen diese Werte vorleben, wenn wir dauerhafte, positive Veränderungen erwarten. Luf. Nur so können wir aus dieser Abwärtsspirale aus Konflikten und Vergeltungsmaßnahmen ausbrechen. Vereinbart. Wir müssen die Veränderung sein, die wir in der Welt sehen wollen, wissen Sie? Definitiv. Wenn wir keinen friedlichen Weg nach vorne finden, fürchte ich, dass die Folgen für jedes Land auf diesem Planeten verheerend sein werden. Das ist es, was mir am meisten Sorgen bereitet. Schließlich stecken wir alle zusammen da drin. Wir müssen einen Weg finden, zusammenzuleben. Ich kann nur zustimmen, John. Wir müssen weiterhin auf gewaltfreie Lösungen drängen, egal wie gewaltig die Herausforderung auch sein mag. Absolut. Nur so lässt sich eine gerechtere und harmonischere Zukunft für alle schaffen. Lektion 11. Morgenroutine. Guten Morgen, Anna. Wie läuft dein Tag bisher? Morgen, John. Es war ein ziemlich guter Tag. Eigentlich bin ich gerade von meinem morgendlichen Lauf zurückgekommen. Oh, schön. Ich hatte vor, wieder mit dem Laufen anzufangen. Wie finden Sie die Motivation, es jeden Tag zu tun? Es hilft mir wirklich, mich für den Rest des Tages energiegeladen und konzentriert zu fühlen. Außerdem ist es ein toller Start in den Morgen. Das ist großartig. Um ehrlich zu sein, hatte ich immer Probleme damit, eine konsistente Trainingsroutine aufrechtzuerhalten. Ich kenne das Gefühl. Es kann schwierig sein, daraus eine Gewohnheit zu machen. Aber sobald Sie das tun, wird es viel einfacher. Irgendwelche Tipps, die Sie teilen können? Ich würde gerne wieder zu einem regelmäßigen Trainingsprogramm zurückkehren. Für mich lag der Schlüssel einfach darin, es zu einem nicht verhandelbaren Teil meines Tagesablaufs zu machen. Diese Zeit blockiere ich morgens. Ah, ich verstehe. Behandeln Sie es wie einen wichtigen Termin und nicht wie etwas Optionales. Ja, und ich finde, dass es am besten ist, morgens als erstes loszugehen, bevor andere Aufgaben auftauchen. Das macht sehr viel Sinn. Normalerweise bin ich ziemlich gut darin, mich morgens an Routinen zu halten. Los geht's. Beginnen Sie Ihren Tag mit einem Training und Sie werden sich großartig fühlen. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Danke für den Rat, Anna. Hoffentlich schaffe ich es wieder, in ein gutes Fitnessprogramm einzusteigen. Ich bin sicher, dass du das schaffst, John. Seien Sie einfach geduldig mit sich selbst und machen Sie es zu einer Priorität. Du hast es. Schätzen Sie die Ermutigung. Ich fühle mich motiviert, es auszuprobieren. Lektion 12. Sexuelle Belästigung eindämmen. Hallo Anna, hast du schon von den neuen Gesetzen zur Eindämmung sexueller Belästigung gehört? Ja, das habe ich. Es ist an der Zeit, stärker gegen dieses inakzeptable Verhalten vorzugehen. Absolut. Diese neuen Richtlinien sollen den Menschen klar machen, dass sexuelle Belästigung falsch ist. Für stärkere Strafen und umfassendere Schulungsprogramme sind von entscheidender Bedeutung. Vereinbart. Wir müssen eine klare Botschaft senden, dass diese Art von Verhalten nicht toleriert wird. Und ich freue mich, dass mehr Wert darauf gelegt wird, den Opfern die Möglichkeit zu geben, sich zu melden.
Ich auch. Um dieses Problem anzugehen, ist die Schaffung einer sicheren, unterstützenden Umgebung sehr wichtig. Definitiv. Ich denke, dass diese neuen Maßnahmen einen großen Beitrag zur Förderung einer Kultur des Respekts leisten werden. Ich hoffe es. Es hat lange gedauert, aber ich bin optimistisch, dass wir in die richtige Richtung gehen. Hilf. Dies ist ein wichtiger Schritt, aber es gibt noch viel zu tun. Kein Zweifel. Es braucht Zeit, Denkweisen und Verhaltensweisen zu ändern, aber es ist ein notwendiger und edler Kampf. Definitiv. Wir alle müssen dazu beitragen, sexuelle Belästigung aus unserer Gesellschaft zu verbannen. Vereinbart. Ich glaube, dass wir mit Engagement und Wachsamkeit eine sicherere und gerechtere Welt schaffen können. Ich kann nur zustimmen, John. Dies ist ein Thema, das uns alle betrifft und wir müssen uns der Herausforderung stellen. Absolut. Ich freue mich, dass wir uns über die Bedeutung dieser neuen Initiativen einig sind. Lektion 13. Zugreisen erkunden. Hallo Anna, ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die mir vorgeschlagen hat, für meine nächste Reise den Zug zu nehmen, anstatt zu fahren. Oh, das ist interessant. Ich bin eine Weile nicht mehr mit dem Zug gefahren, aber ich erinnere mich, dass es mir Spaß gemacht hat. Warum hat Ihr Freund es empfohlen? Nun, sie sagten, es sei eine viel entspanntere und umweltfreundlichere Art zu reisen. Außerdem könne man sich einfach zurücklehnen und die Landschaft genießen. Das ist ein guter Punkt. Züge sind im Vergleich zum Auto definitiv eine nachhaltigere Option. Und die Landschaft kann wirklich schön sein. Genau. Mich fasziniert die Idee, sich einfach zurücklehnen und sozusagen jemand anderem das Fahren überlassen zu können. Ja, es ist eine schöne Abwechslung, wenn man sich nicht die ganze Zeit auf die Straße konzentrieren muss. Sie können die Zeit tatsächlich produktiver nutzen. Definitiv. Mein Freund sagte, ich könnte meine Arbeit erledigen, ein Buch lesen oder einfach die Welt aus dem Fenster vorbeiziehen sehen. Das klingt verlockend. Außerdem müssen Sie sich bei Ihrer Ankunft an Ihrem Ziel keine Gedanken über den Verkehr oder die Parkplatzsuche machen. Stimmt, das ist ein weiterer großer Pluspunkt. Ich beginne zu verstehen, warum es einen Versuch wert sein könnte, mit der Bahn zu reisen. Ich finde, du solltest es versuchen. Meiner Erfahrung nach ist es eine wirklich angenehme und bequeme Art, sich fortzubewegen. Okay, du hast mich überzeugt. Ich werde darüber nachdenken, für meine nächste Reise eine Zugreise zu buchen. Danke für die Ermutigung, Anna. Lektion 14. Das Wetter vorhersagen. Hallo Anna, hast du die Wettervorhersage für heute gesehen? Ja, das habe ich. Da stand, dass es wirklich kalt werden würde, nicht wahr? Das ist richtig. Sie forderten den ganzen Tag Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Ja, immer, das ist seltsam. Im Moment fühlt es sich draußen nicht so kalt an. Ich weiß, ich war auch etwas skeptisch. Die Wetterberichte scheinen nicht immer alles richtig zu machen. Manchmal übertreiben sie oder verfehlen einfach völlig das Ziel. Genau. Ich hatte schon früher Pläne, die zunichte gemacht wurden, weil die Wettervorhersage weit daneben lag. Doch, es kann wirklich frustrierend sein, wenn man Entscheidungen auf der Grundlage der Wettervorhersagen trifft. Definitiv. Ich denke, wir müssen diese Prognosen manchmal mit Vorsicht genießen. Pfiff.
Die Meteorologen geben ihr Bestes, aber Mutter Natur kann unberechenbar sein. Ja, kein Scherz. Ich bin nur froh, dass es heute nicht so eiskalt ist, wie angekündigt. Theof, alles in allem ist das Wetter eigentlich ziemlich angenehm. Das hast du richtig verstanden. Ich bin froh, dass wir unsere Pläne aufgrund der Wettervorhersage nicht ändern mussten. Ebenfalls, manchmal ist es besser, einfach nach draußen zu schauen und sich selbst ein Bild zu machen, als sich auf Vorhersagen zu verlassen. Auf jeden Fall eine gute Lektion, die man sich merken sollte. Man kann den Wettervorhersagen nicht immer vertrauen, das ist sicher. Lektion 15. Zimmerausstattung. Hi Anna, wie geht es dir bisher mit dem Hotelzimmer? Es war großartig, John. Das Zimmer ist wirklich schön und komfortabel. Super, das freut mich zu hören. Welche Annehmlichkeiten gibt es? Zunächst einmal gibt es einen ausreichend großen Schrank, in dem ich meine Kleidung aufhängen kann. Das ist praktisch. Es ist immer gut, etwas Stauraum zu haben. Ja, und das Badezimmer ist wirklich sauber und modern mit schönen Toilettenartikeln. Schön, das ist wichtig, wenn Sie nicht zu Hause sind. Was ist mit dem Rest des Raumes? Das Bett ist super bequem und es gibt einen schönen großen Schreibtisch, wenn ich etwas Arbeit erledigen muss. Klingt perfekt. Verfügt der Raum über weitere nützliche Funktionen? Ja, es gibt einen Mini-Kühlschrank, der sich hervorragend eignet, um ein paar Snacks und Getränke griffbereit zu haben. Oh, das ist praktisch. Und ich nehme an, es gibt auch einen Fernseher zur Unterhaltung. Definitiv. Und die WLAN-Verbindung ist wirklich schnell, was für mich entscheidend ist. Großartig. Es scheint, als hätten Sie an fast alles gedacht. Ja, ich bin wirklich beeindruckt von der Gesamtkonfiguration. Es hat alles, was ich brauche und noch mehr. Ausgezeichnet. Ich freue mich, dass Sie Ihren Aufenthalt genießen. Klingt nach einem ziemlich gut ausgestatteten Raum. Absolut. Es macht meine Geschäftsreise viel komfortabler und bequemer. Das ist toll zu hören. Manchmal können die kleinen Dinge den großen Unterschied machen. Dieses Hotel hat meine Erwartungen bisher definitiv übertroffen. Wunderbar. Ich freue mich, das zu hören. Genieße den Rest deines Aufenthalts, Anna.